Als wir uns fürs Auswandern entschieden haben, standen mehrere Länder zur Debatte. Und die Kriminalitätsstatistik war ein wesentlicher Faktor für uns, warum wir uns für Norwegen entschieden haben. Und genau dann müssen wir auch noch auf einen Kriminellen reinfallen. Echt, das ist so blöd. Ne? Natürlich ist die Kriminalitätsrate nur ein statistischer Wert und es ist natürlich immer hochsubjektiv, wie die eigene Kriminalitätsempfindung ist, je nachdem, mit wem man sich umgibt, wo man wohnt, was für ein Leben man führt. Aber ich hatte nie das Gefühl, mich besonders in Gefahr zu begeben oder besonders dumme Dinge zu tun, dass ich jetzt auf einen Kriminellen reinfallen muss. Aber so ist es passiert. Wir haben uns in Norwegen bisher immer ziemlich sicher gefühlt und das war vielleicht auch der Grund, warum wir da vielleicht ein bisschen zu naiv rangegangen sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, in Deutschland zum Beispiel, als wir noch in Hamburg gewohnt haben, hatte ich teilweise richtig Angst, nachts noch den Müll rauszubringen oder überhaupt nachts noch auf die Straße zu gehen, geschweige denn mit öffentlichen Verkehrsmitteln alleine nachts unterwegs zu sein. Das war anders in meiner Jugend. Dort war ich auch viel nachts auch alleine mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Ich meine, das ist Gott sei Dank nie etwas passiert. Es hätte sicher auch damals schon was passieren können, aber meine subjektive Empfindung für Gefährdung war damals irgendwie niedriger als heute. Ich persönlich habe das Gefühl, es ist in Deutschland gefährlicher geworden. Und ich hatte in Norwegen immer das Gefühl, hier wäre die Welt noch heil und hier würde einem so etwas nicht passieren. Aber wir wurden halt eines Besseren belehrt. Nun hat uns dieser Automobilhändler, auf den wir reingefallen sind, zurück in die Realität geholt. Und unsere kleine heile Welt hier in Norwegen zum Wanken gebracht. Natürlich gibt es überall schlechte und böse Menschen. Das war uns auch schon immer bewusst. Und dass es eben auch in Norwegen böse Menschen gibt. Aber das am eigenen Leib zu erfahren, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache, als dass es einem einfach nur bewusst ist. Ich möchte euch nun erzählen, was uns passiert ist. Wir haben uns hier in dem gängigen Online-Portal nach einem Gebrauchtwagen umgeschaut. Hier in Norwegen läuft alles über Finn.no. Ob ich hier Autos, Häuser, Boote oder ob ihr eure gebrauchten Klamotten verkaufen wollt, wie bei eBay Kleinanzeigen, alles läuft hier über ein Portal und das heißt Finn.no, nicht wie Finnland, sondern wie Finden. Und das ist eben auch ein seriöses Portal, wo man eben nach Autos sucht. Und über Finn.no haben wir übrigens auch unser Haus gefunden. Als wir dann nach einem in unserer Preiskategorie, in unserer Umgebung gesucht haben, gab es leider keinen in unserer Umgebung. Aber wir haben gedacht, man kann ja auch ein bisschen weiter fliegen und dann das Fahrzeug abholen. In Norwegen sind die Strecken halt einfach weiter und haben dann eben in ganz Norwegen geschaut. Und da sind uns 2 Angebote in die Augen gefallen. Die waren beide von scheinbar seriösen Händlern. Das war uns nämlich wichtig. Wir wollten das Fahrzeug nämlich von einem Händler kaufen, weil wir dachten, wir wären da auf der sicheren Seite und würden nicht so schnell betrogen werden wie bei einem Privathändler. Und man hat ja auch 5 Jahre Garantie hier auf ein gebrauchtes Fahrzeug bei Händlern. Und da haben wir uns eigentlich auf der sicheren Seite gefühlt, wenn wir gezielt nach einem Händler suchen. So, und das eine Angebot war in der Nähe von Oslo und das andere Angebot war in einem Ort namens Skien. Schreibt man Skien. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis war ähnlich. So, und dann habe ich bei dem ersten Händler in der Umgebung von Oslo angerufen. Da ist leider niemand ans Telefon gegangen, aber ich habe in der Anzeige gelesen, dass die das Fahrzeug auch liefern würden. Da habe ich gesagt, das ist ja super, dann muss ich ja gar nicht nach Oslo fliegen, dann bezahle ich lieber ein bisschen was und lasse mir das Auto dann per Autotransport hier nach Hause oder zumindest nach Bergen liefern. Das wäre ja schon viel weniger Stress für uns. Und aber ich habe diesen Händler leider nicht erreicht. So, dann habe ich bei dem anderen Händler angerufen und da ist sofort jemand rangegangen und da habe ich mich gefreut und habe dann gefragt, ob sie das Auto auch liefern würden. Und er sagte, ja, ist kein Problem, wir liefern das Auto auch. Das kostet dann einfach nur 3.000 Kronen mehr. Ich meine, da hätte ich schon mal stutzig werden können. 3.000 Kronen sind 300 Euro, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber gut, ich meine, woher soll ich das wissen, was ein Transport
hier kostet. Oder vielleicht transportieren die so viele Autos, dass es dann doch wieder so günstig ist. Gut, aber egal. Ich habe das geglaubt und habe dann eigentlich ziemlich schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Weil ich auch schnell ein Auto brauchte. Und habe dann zugesagt. Und danach ging das Ganze eigentlich ziemlich schnell und unkompliziert. Ich habe mich da auch nicht so sehr gewundert, weil die Prozesse, die funktionieren hier halt einfach anders. Nur weil wir in Deutschland viel Papierkram rund um so einen Autokauf zu bewältigen haben, heißt das nicht, dass das in Norwegen auch der Fall ist. Das war zum Beispiel bei einem Hauskauf, war auch der Prozess ganz anders als in Deutschland und viel unkomplizierter und da hat auch alles super geklappt, ohne dass man eben so viele bürokratische Hürden hat. Und deswegen habe ich gedacht, na gut, dann ist das hier beim Autokauf vielleicht auch so einfach. Ich habe mich auch gar nicht so stark getäuscht, hat sich dann im Nachhinein rausgestellt. Aber gut, das Ganze lief dann so, dass ich einen Vertrag unterschreiben sollte, online. Das hat aber nicht geklappt, weil ich mich damit bei dem Portal hätte ich mich mit BankID anmelden müssen. Es gibt hier mehrere Zertifizierungsverfahren, wie man sich bei so staatlichen Portalen oder bei Verträgen online ausweist und eins davon ist BankID. Um diese BankID zu bekommen, braucht man aber eine Fötzelsnummer. Ich habe nur eine D-Nummer und deswegen kann ich mich mit BankID nicht registrieren. Ich habe dafür andere Zertifizierungsmechanismen, zum Beispiel Bypass und MinID. So, aber das stand da nicht zur Auswahl, deswegen schrieb ich dem Händler, dass ich mich da nicht einloggen kann. Und er sagte, das ist kein Problem, den Vertrag brauchen wir auch nicht unbedingt. Er würde mir jetzt einen Link schicken, wo ich eben mein Fahrzeug dann ummelden kann bei weihwesen.de, also sozusagen so die Fahrzeugbehörde hier in Norwegen. Und ich habe ihn dann trotzdem gebeten, mir den Vertrag per E-Mail zu schicken, was er auch getan hat, aber dann halt nicht unterschrieben. Ne? Das war einfach nur so eine Blanko-PDF. Okay, aber dann habe ich den Link bekommen von Weihwesen und da stand dann, möchten Sie das Fahrzeug jetzt ummelden? Möchten Sie akzeptieren, dass Sie das Fahrzeug jetzt auf sich ummelden? Habe ich gedacht, ja gut, klicke ich drauf und dann bin ich ja eigentlich auf der sicheren Seite. Ne? Weil dann ist das Fahrzeug ja auf mich gemeldet, ich habe noch nichts bezahlt. Was soll da noch passieren? Ne? Und dann habe ich auf Ja geklickt, habe eine Mitteilung bekommen, ja, das Fahrzeug ist jetzt auf Sie umgemeldet dann habe ich bezahlt auf das Konto, was mir der Verkäufer, der ja den Anschein gemacht hat, dass er eben ein seriöses Autohaus ist, mir gegeben hat. Was ich nicht wusste, ist, dass die Registrierung damit noch nicht abgeschlossen ist, sondern dass der Verkäufer noch eine Registrierungsgebühr bezahlen muss und erst dann das Fahrzeug richtig auf mich angemeldet ist und dass diese Registrierungsgebühr nur von dem Verkäufer bezahlt werden kann, von dem Autohändler und nicht von mir selbst. Gut, aber das ist ein anderes Paar Schuhe. Auf jeden Fall ging es dann weiter, überwiegend per SMS-Chat. Und da ging es um die Lieferung des Fahrzeugs. Und der Verkäufer versicherte mir hier in den SMS, dass das Fahrzeug am Montag rausgeht. Also dass das Fahrzeug alle 4 Tage von diesem Transportunternehmen, dass die Fahrzeuge alle 4 Tage von dem Transportunternehmen abgeholt werden. Und dann habe ich mir ausgerechnet, wenn ich das Fahrzeug am Montag kaufe und es wird alle 4 Tage abgeholt, selbst wenn es am Montag, an dem ich gekauft habe, zuletzt abgeholt wurde, dann würde ja spätestens am Donnerstag das Fahrzeug bei mir sein. Da habe ich gedacht, okay, ich brauche es spätestens am darauffolgenden Montag. Das klappt also gerade so noch. Muss ich nicht nach Skien oder nach Oslo fliegen und dann mit dem Zug noch fahren. So. Okay, also am Donnerstag spätestens kommt das, habe ich gedacht, alles klar. So, dann habe ich gefragt, so, wie läuft das denn? Das Transportunternehmen würde sich mit mir in Verbindung setzen. Der Donnerstag rückte dann immer näher, ich war aber eigentlich noch ganz ruhig, weil ich dachte, muss man halt einfach drauf warten. Und dann war das wohl so, dass es der Donnerstag wird und nicht früher. Schade, aber gut, kann man mit leben. Und dann fragte ich den Verkäufer, ich habe jetzt noch nichts gehört von dem Transportunternehmen, kann man da nicht mal nachfragen, wann sie denn kommen und wo soll ich das denn genau überhaupt in Empfang nehmen? Und ich müsste das ja alles ein bisschen planen, ob ich da vielleicht den Kontakt vom Transportunternehmen haben könnte.
Und den rückte der Verkäufer dann nicht raus, den Kontakt vom Transportunternehmen. Okay, ich dachte, vielleicht sind das irgendwie auch Sprachbarrieren. Der konnte selber nicht so ganz perfekt Englisch, hatte so einen Akzent. Und dann dachte ich, gut, vielleicht hat er das irgendwie nicht begriffen, dass ich die Adresse haben will. Er schrieb halt, er fragt beim Transportunternehmen nach und das Fahrzeug, das wäre jetzt auch schon aufgeladen und das würde jetzt am Freitag kommen, sagte er. Okay, gut, einen Tag später, warum auch immer, ne? Habe ich aber noch geglaubt, dass das Fahrzeug dann am Freitag kommt. Und am Freitag kam wieder eine Nachricht, noch sonst irgendwas von einem Transportunternehmen. Und da wurde ich schon langsam so ein bisschen stutzig. Ne? Und dann habe ich auch mal ein bisschen mehr recherchiert. Ich suchte dann im Internet nach dem Unternehmen, das mir das Fahrzeug verkauft hatte. Ich habe immer noch von dem Verkäufer zu dem Zeitpunkt keine Informationen über das Transportunternehmen, über den Namen des Transportunternehmens oder irgendwelche Kontaktadressen oder irgendwas bekommen. Und dann habe ich einfach ihn recherchiert. So, und dann habe ich angefangen, das Unternehmen Skien Bilformidling AS zu recherchieren. Und ja, da habe ich dann den Eigentümer identifiziert auf der ganz normalen Unternehmensregisterseite hier in Norwegen und habe festgestellt, oh herrje, das ist ja ein Ein-Mann-Unternehmen, das ist ja genau der Typ, mit dem ich die ganze Zeit spreche. Und es ist gar kein richtiges Autohaus, sondern ja, halt so eine Ein-Mann-Bude. Gut, das muss ja erstmal nichts heißen, aber dann habe ich seinen Namen gegoogelt und habe einen Artikel gefunden. Und habe dann herausgefunden, dass er 2017 schon ein anderes Unternehmen hatte, was Autos verkauft hat. Das Unternehmen hat er inzwischen umbenannt, aber mit dem Unternehmen damals hat er in großem Stil Leute betrogen. Und hat eben zum Beispiel Schrottkarren, die als Ersatzteillager verkauft wurden, Leuten als fahrtüchtig verkauft. Zu einem überhöhten Preis. Und er hatte damals insgesamt 7 Verfahren gegen sich laufen, so steht es in dem Artikel. Und da habe ich gedacht, ach du meine, jetzt bin ich auf einen echten Betrüger reingefallen. Und da war mir klar, ich bekomme mein Auto wahrscheinlich nicht. Ne? Weil es war schon komisch, dass er mir partout nicht die Kontaktdaten des Transportunternehmens geben wollte, immer gesagt hat, ja, ich mache das, ich schicke dir das und dann kommt danach nichts mehr. Man telefoniert mit ihm und er sagt, ja, ich schicke dir das sofort. Und danach meldet er sich nicht mehr. Ne? Und so war das immer wieder. So, und dann wurde ich halt ein bisschen nervös. Und habe den dann nochmal angerufen, nochmal kontaktiert und gesagt so, hey, wo bleibt mein Auto? Ne? Er sagt, ja, das kommt morgen auf jeden Fall, also Samstag. So, dann habe ich gesagt, ja, dann gib mir die Adresse des Transportunternehmens. Also nee, ich bin ja gerne dazwischen, ich bin gerne der Vermittler, ich fühle mich ja auch verantwortlich und so. Und wie erwartet kam am Samstag dann weder ein Anruf von irgendeinem Transportunternehmen, es kam auch kein Auto. Und dann habe ich bei dem Verkäufer wirklich richtig Sturm geklingelt und den mit Nachrichten zugetextet, weil ich war einfach aufgeregt, ich war einfach verzweifelt, ich habe das Geld bezahlt und ich kriege jetzt kein Auto und ich weiß auch nicht, ob ich das Geld jemals zurückbekomme. Wie kann so ein Betrüger überhaupt, wenn er schon bekannt ist und es Zeitungsartikel zu ihm gibt, wie kann der überhaupt noch weiter wirtschaften? Warum kann der einfach ein neues Unternehmen gründen und wieder Leute betrügen? Ich habe mir gedacht, was ist das für ein Rechtsstaat? Ich meine, so jemand muss doch irgendwie bestraft werden und zumindest daran gehindert werden, das weiterzutun. Aber offensichtlich ist das hier nicht passiert und das hat mich so ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Ich wusste dann, samstags erreicht man ja auch niemanden, ich wusste dann nicht, was ich tun soll, habe den dann einfach bombardiert. So. Und der hat mich nicht richtig ernst genommen. Ne, schrieb mir dann so Nachrichten wie, was ist los, warum rufst du ständig an, gib mir mal eine Pause, es ist ja erst 10:30. Gib mir ein bisschen Zeit, so, und ja, ich habe den dann halt auch irgendwie nicht richtig erreicht, er ist nicht rangegangen. Und da war mir klar, okay, jetzt stecke ich richtig in der Scheiße, ich bekomme mein Auto nicht. So, was habe ich gemacht? Erstmal war ich ganz schön baff. Und dann haben wir uns überlegt, welche Möglichkeiten haben wir denn? Was können wir denn jetzt tun? Wir können zur Polizei gehen und eine Anzeige stellen.
Wir können einen Anwalt einschalten, wir können eine Kasseunternehmen vielleicht beauftragen und suchen und wir können ihm selber einen Besuch abstatten. So, das waren so die Ideen, die wir hatten. Und ja, samstags konnte ich noch nichts machen, aber dann am darauffolgenden Montag ich habe ihm das natürlich vorher angedroht auch, dass ich das machen werde und er hat gesagt, ja, mach doch, geh doch zur Polizei, aber die werden auch wissen, dass ein Transportunternehmen seine Zeit braucht. Und als er das dann geschrieben hat, hat er aus Versehen das Wort Access Transportunternehmen fallen lassen und das habe ich dann gegoogelt und es gibt tatsächlich ein Transportunternehmen, das heißt Access und transportiert Fahrzeuge von A nach B in Norwegen. Und bei diesem Unternehmen habe ich dann angerufen und nach meinem Fahrzeug gefragt und die wussten da gar nichts drüber. Die hatten noch nicht mal einen Auftrag angelegt. Dieses Fahrzeug war denen vollkommen unbekannt und da war ich mir dann am Ende ganz sicher, okay, der Mann hatte nie vor, dieses Fahrzeug überhaupt jemals an mich zu schicken. Ich bin dann also montags zur Polizei gegangen und habe versucht, eine Anzeige zu erstellen. Ich hatte alles vorbereitet, alle Dokumente, alles ausgedruckt, bin dann dahin zur Polizei zu den Öffnungszeiten. Man zieht eine Nummer, wird von einer Dame in Empfang genommen und die entscheidet dann, ob es weitergeht, ob man mit einem Polizisten spricht und die haben dann entschieden, ja, okay, ich kann dann in die nächste Abteilung und dann da mit einem Polizisten sprechen. Dem habe ich den ganzen Fall geschildert. Und er hat dann gesagt, er schaut mal kurz in der Kartei nach, ob gegen diesen Mann noch weitere Verfahren gerade am Laufen sind. Ist dann nach einer Zeit wiedergekommen, hat mir das Ergebnis nicht mitgeteilt. Also ich weiß bis heute nicht, ob weitere Verfahren gegen diesen Mann am Laufen sind. Und hat mich wieder weggeschickt und hat gesagt, ich soll meine Anzeige per E-Mail stellen. Gut, das war so ein bisschen, enttäuschend. Ich hätte die Sache gerne dort direkt geregelt und hätte gerne vielleicht auch ein paar Informationen bekommen. Aber gut, bin dann nach Hause gefahren, habe das Ganze dann nochmal digital per E-Mail an die Polizeizentrale West geschickt. So läuft das dann offensichtlich, wenn man eine Anzeige erstellt. Und ich sollte dann über Altin, also über das öffentliche Portal, eine Nachricht bekommen, dort bekommt man eben alle Nachrichten rund um den Staat und Behörden, bekommt man über Altin und dort sollte ich dann eine Mitteilung bekommen, wie der Status meiner Anzeige ist. Und über Altin habe ich dann auch tatsächlich eine Antwort bekommen. Und zwar steht in diesem Schreiben, dass ich die Anzeige am 2. Oktober 2023 gestellt habe und die Antwort kam am 27.02.2023. Also, ja, über 3 Wochen hat es gedauert, bis ich dann eine Antwort auf die Anzeige bekommen habe. Okay, ich habe von dem ganzen Kram mit der Polizei sowieso mir nicht so viel erhofft. Mir war klar, die Polizei hat was anderes zu tun, als jetzt sofort zum Verkäufer zu fahren und dort mein Auto oder mein Geld einzutreiben. Deswegen habe ich parallel noch einen Anwalt eingeschaltet und der Anwalt hat eben das gemacht, was Anwälte so tun. Er hat einen Brief geschrieben. Ja, er hat einen Schriftsatz aufgesetzt und hat den Verkäufer aufgefordert, das Geld zurückzubezahlen, den Kauf rückabzuwickeln. Denn zu diesem Zeitpunkt wusste ich schon, dass ich das Auto von diesem Ein-Mann-Unternehmen nicht mehr haben möchte, der in der Vergangenheit schon Leute betrogen hat und ihnen wirklich richtige Schrottlauben verkauft hat, die in keinster Weise fahrtüchtig sind und die als funktionsfähige Fahrzeuge verkauft hat. Diesem Fahrzeug konnte ich einfach nicht mehr vertrauen. Mir war klar, dass wer weiß, was da alles für versteckte Mängel drin sind und beheben wird er sie sowieso nicht. Und deswegen wollte ich das Auto eigentlich nicht mehr haben. Ich wollte mein Geld zurück. So. Der Verkäufer hat auch zugestimmt, dass er das Geld zurücküberweist und dass wir den Kauf rückabwickeln. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter sein sollte. Er hat das Fahrzeug halb auf mich registriert, hat danach die Registrierungsgebühr nicht bezahlt, konnte die Registrierung aber auch nicht zurücknehmen und schickt mir das Fahrzeug einfach nicht. Was war der Sinn dahinter? Er konnte das Fahrzeug nicht weiterverkaufen, weil es halb auf mich registriert war und schickt es mir einfach nicht und meldet es da auch überhaupt nicht an. Es ist einfach sowas von sinnlos und sowas Dummes. Gut, aber auf jeden Fall, der Anwalt hat ihm eine Frist gesetzt. Bis zum darauffolgenden Freitag, also 2 Wochen, nachdem ich das Auto bezahlt habe, soll er mir das Geld zurückschicken. Hat er gesagt, okay,
ich schicke dir das Geld zurück, aber dann nimmst du die Registrierung vorher zurück. Und ich habe gesagt, ja, nee, schön blöd, das mache ich natürlich nicht, weil dann habe ich ja gar nichts mehr in der Hand. Wenn ich die Registrierung auf ihn zurückgeschrieben hätte, dann hätte er das Auto auf sich komplett registriert, er hätte mein Geld und ich wusste, das ist jemand, dem kann ich nicht vertrauen, dass er mir das auch zurückschickt. Deswegen haben wir ja den ganzen Streit. Ne? Also den letzte bisschen, was ich noch habe, nämlich diese halbe Registrierung, würde ich dem nie einfach so zurückgeben. So, der Anwalt hatte dann aber eine gute Idee. Er hat vorgeschlagen, dass er eine Art Treuhandkonto ihm anbietet, dass der Verkäufer eben das Geld zum Anwalt überweist. Der Anwalt gibt mir das Geld dann erst, wenn ich die Registrierung zurückgenommen habe. Und da hat er dann zugestimmt. Aber gut, wir wissen ja, die Zustimmung dieses Mannes, die ist Schall und Rauch, da kann man sich nicht drauf verlassen. Und am Freitag war dann auch wie erwarten kein Geld auf dem Konto. Der Anwalt hat dann noch einen Schriftsatz aufgesetzt und hat dem Verkäufer angedroht, rechtliche Schritte einzuleiten und hat ihm noch eine letzte Frist bis zum darauffolgenden Montag gesetzt. Ich meine, mein Wochenende war danach ziemlich bescheiden und ich war auch ziemlich verzweifelt und habe dann noch versucht, nach Inkasso-Unternehmen zu recherchieren und das hat meine Verzweiflung nicht gemildert, weil ich festgestellt habe, dass es in Norwegen nur Inkasso-Unternehmen gibt, die genau das Gleiche tun, was ein Anwalt tut, nämlich irgendwie Schriftstücke aufsetzen und die verschicken. Und sonst nichts. So habe ich gedacht, ja toll, danke, das brauche ich auch nicht. Das hilft bei diesem Mann ja offensichtlich nicht weiter. Der macht sich einfach lustig über den norwegischen Rechtsstaat und nimmt das alles nicht ernst, weil ihm hier keiner irgendwie scheinbar etwas kann. Und so etwas wie in Deutschland Inkassounternehmen, die zwar Schriftstücke verschicken, aber wenn die dann nicht erfolgreich sind, dann auch demjenigen einen Besuch abstatten. Sowas gibt es hier überhaupt nicht. Und ich habe dann aber Inkassounternehmen gefunden, die international agieren, deutsche Inkassounternehmen, die international agieren und eben auch in Norwegen das machen würden, aber die arbeiten erst ab einer Forderungssumme von 50.000 Euro. Und so teuer war das Fahrzeug halt nicht. Ich konnte aber ein Inkasso-Unternehmen dazu überreden, für eine Provision von 5.000 Euro sich der ganzen Sache anzunehmen, allerdings mit einer Wartezeit von 13 bis 24 Monaten, wenn sie genug Aufträge in Schweden und Norwegen zusammengesammelt hätten, dass sie das einfach mit abwickeln würden. Okay, das war so der letzte Strohhalm, an den wir uns geklammert haben, für den Fall, dass hier der norwegische Rechtsstaat wirklich nichts gegen diesen Mann ausrichten kann. Dann würden wir so vielleicht einen Teil unseres Geldes zumindest zurückbekommen. Ist zwar teuer mit der ganzen Provision, aber besser ein bisschen was als wirklich gar nichts, haben wir gedacht. So, das war dann so ein kleiner Hoffnungsschimmer an dem Wochenende. Und dann am Montag kam aber letztendlich die Nachricht, der Betrüger hat überwiesen. Er hat auf das Konto des Anwalts überwiesen. Boah, ich war so glücklich. Ich meine, ich bin zwar auf den Anwaltskosten von 500 Euro sitzen geblieben. Ich musste mir einen Mietwagen für eine Woche leihen, weil ich kein Auto mehr hatte. Und das war einfach so unnötig. Und es hat einfach nur Geld versenkt, aber trotzdem, ich hatte zumindest den Kaufpreis zurück und konnte mir jetzt ein anderes Auto kaufen. Ich habe natürlich die Registrierung sofort zurückgenommen, noch in der gleichen Minute und habe dann mein Geld bekommen und habe mich dann nach einem neuen Auto umgesehen. Und diesmal haben wir gezielt nur nach Autos geguckt, die wirklich in unserer Umgebung sind, weil wir sowas nicht nochmal haben wollten. Also mit Lieferung und sowas war dann für uns erstmal gestorben. Wir haben dann auch ein Auto gefunden, was bei uns in der Nähe war, haben eine Probefahrt vereinbart und da sind wir dann aber auch wieder stutzig geworden mit der Vorgeschichte. Wir haben ja immer gezielt nach Autohändlern gesucht und dann sind wir da hingefahren und finden da erstmal keinen Autohändler und es hat sich herausgestellt, dass uns der Fahrzeugschlüssel für die Probefahrt bei einer Fahrzeugaufbereitung übergeben wird und wir eben diesen Verkäufer und den Autohändler nie zu Gesicht bekommen. Gut, wir haben die Probefahrt dann gemacht, wir haben dann auch uns zertifiziert mit Führerschein und Ausweis und das Auto gefiel uns auch. Aber wir waren trotzdem extrem vorsichtig und misstrauisch. Und dann wollten wir das Auto kaufen und es lief aber dann trotzdem ganz ähnlich ab, wie das auch mit dem Betrüger vorher abgelaufen war. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wir hätten jetzt groß etwas falsch gemacht, zumal der Mann uns ja auch das Fahrzeug
zumindest halb registriert hatte, bevor ich bezahlt habe. Und der Prozess scheint wirklich hier so abzulaufen. Wir haben dann erstmal einen Vertrag bekommen per E-Mail-Link, den ich unterschreiben sollte. Und diesmal konnte ich auch unterschreiben. Ich konnte mich mit Bypass anmelden und das Ganze dann unterschreiben. Und danach sollte ich dann aber direkt bezahlen, bevor das Fahrzeug umgemeldet wurde. Und da war ich dann natürlich extrem misstrauisch. Ich hatte ehrlich gesagt richtig Angst, wieder betrogen zu werden, weil das Fahrzeug ja jetzt noch nicht mal auf mich registriert war, bevor ich bezahle. Aber wir haben uns extra einen Händler ausgesucht, der damit wirbt, Norwegens größter Autohändler zu sein. Und dann dachte ich, naja, gut, kann natürlich jeder schreiben irgendwo, aber das wirkte echt irgendwie seriös. Dann dachte ich, ich meine, irgendwie ja, muss ich ja jetzt ein Auto kaufen und ich hatte aber echt richtig Angst, das Geld zu überweisen. Ich habe es dann am Ende doch gemacht und es ging zum Glück alles gut. Das Fahrzeug wurde sofort auf mich umgemeldet. Ich habe wieder dann über den Link bestätigt, dass ich ummelden möchte. Die Registrierungsgebühr wurde dann wirklich bezahlt und ich konnte am nächsten Tag wirklich mein Auto bei diesem Aufbereiter wieder abholen. Ich habe den Verkäufer aber nie wirklich zu Gesicht bekommen. Ne, es lief alles am Telefon und per SMS und eben per Gespräche am Telefon. Aber es ist alles gut gegangen. Ich habe das Fahrzeug jetzt, was ich hier in Bergen gekauft habe. Und ich bin auch zufrieden damit, es ist nichts kaputt, es ist alles gut gegangen. Was ich euch aber in diesem Video mitgeben möchte, ist, dass wenn ihr im Ausland seid und eben dort auch noch fremd seid, dann seid ihr einfach anfälliger für Betrüger. Das haben wir so festgestellt. Weil man weiß nicht, wie was läuft, wie es richtig zu laufen hat. Man ist da vielleicht auch einfach manchmal ein bisschen blauäugig. Wir waren es zumindest, haben nicht richtig recherchiert, was ist das für ein Typ, von dem wir da kaufen. Und wenn man dann betrogen wird, dann steht man da ziemlich hilflos da, weil man einfach nicht weiß, an wen soll man sich wenden, wie ist die eigene Rechtslage. Wir wussten überhaupt nicht, dürfen wir überhaupt von so einem Vertrag zurücktreten? Ne, man kann ja nicht einfach die deutschen Rechte hier als Grundvoraussetzung nehmen, sondern wir mussten uns erstmal informieren, was sind jetzt überhaupt unsere Rechte? Und diese Hilflosigkeit ist echt ziemlich blöd. Deswegen sollte man, gerade wenn man fremd in dem Land ist, sollte man wirklich immer ein bisschen vorsichtiger sein als im eigenen Land und genau gucken, mit wem man Geschäfte eingeht. Und das ist etwas, das möchte ich euch in diesem Video mitgeben. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitfiebern und euch hat das Video gefallen und ihr abonniert meinen Kanal. Also bis dann.